For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Schlänkchen, eine Boa Constrictor, Farbform Hypo Eclipse. Ne? Also Eclipse ist Motley Leopard und das Ganze als Hypo. Ne? Hypo Salmon ist das gleiche. Da kommt diese wunderhübsche Farbe raus. Wirklich bestechend schöne Tiere meiner Meinung nach. Das Motley nimmt natürlich aus dem Leopard diese klassische Leopardzeichnung raus, ne, macht eher so ein längsgestreiftes Tier dann draus. Am Kopf, was mir ganz gut gefällt, ist noch so dieses dunkle Schwarz, was die am Kopf haben, was sie auch behalten, aber als adulte Tiere gefällt mir wirklich sehr gut. Wunderhübsches Tier und deswegen heute für euch mein Intro-Tierchen. Das Thema heute sind die Kornattern. Hier eine hübsche Klassik-Kornatter in meiner Hand, ne? So ein hübsches Klassik-Kornatter-Weibchen. Kornattern sind mit den Königspythons bestimmt die beliebtesten Terrarienschlangen in der internationalen Terraristik. Ne? Vielleicht, ich denke, Königspython gibt es vielleicht noch ein paar mehr in der Terraristik, aber dann dicht gefolgt von den Kornattern. In unseren Reptil-TV-Folgen oft haben wir ja unser Check My Balls, ne? Da sind die Ball Pythons vielleicht wegen überrepräsentiert. Die Kornattern kommen da manchmal ein bisschen kurz. Deswegen wird es umso mehr Zeit, heute eine Folge über die Kornatter zu machen. Ich zeige euch ein paar neue Farben, was heißt neue Farben, aber so die neuesten oder die hippesten Farben oder aus meiner Sicht vielleicht die hippesten Farben aktuell. Noch kurz auf die Geschlechtsbestimmung eingehen, auch noch mal kurz auf die Haltung eingehen. Das habe ich heute vor mit euch und legen wir los. Über die Kornatter-Haltung haben wir ja schon 2 Basic-Folgen gemacht. Die tun wir euch unten einblenden, könnt ihr noch mal drauf schauen. Beziehungsweise ich möchte es einfach noch mal ganz kurz überreißen. Kornatter sind recht gut zu halten. Ihr müsst sie am Tag heizen, 28 bis 30 Grad. Nachts alles ausschalten, Zimmertemperatur. Ne, das ist vielleicht das Tolle an Kornattern im Vergleich zu Boas Pythons, die ich auch nachts heizen muss. Kornatter kann man nachts alles ausmachen. Terrarium, ich würde sagen 1,20 m x 60 x 60 ist eine tolle Größe für die Kornattern. Gibt so Komplettsets bei uns im Shop zum Beispiel, da ist alles dabei von Heizung, Licht, eben das Terrarium-Set. Können wir vielleicht auch einen Link reinmachen, wen es interessiert. Das ist das, was ich empfehlen würde. Habe ich mir jetzt gespart, hier aufzubauen für euch. Das Terrarium zumindest 60 hoch. Kornattern gelten auch als Kletternattern. Sie klettern bei Gelegenheit, verstecken sich aber auch viel, also wundert euch nicht, wenn die Kornattern, trotzdem dass sie Kletternattern heißen, auch oft in der Schlupfbox zum Beispiel liegen oder sich unter der Rinde verstecken. Völlig normal. Im Terrarium, ihr könnt einmal am Tag sprühen, um gleich ein wenig die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Es ist nicht ganz so tropisch wie Boa Python, aber trotzdem einmal am Tag sprühen. Oft trinken die auch das gesprühte Wasser, ne, saufen die, nehmen die dann mit der Zunge auf, ne, wenn ihr so die Blätter, die Deko einsprüht. Also das, wenn es geht, einmal am Tag machen oder jeden zweiten Tag. So lassen sich die Kornattern wirklich super im Terrarium halten. In der Aufzucht sind die Kornattern auch recht problemlos. Wichtig meiner Meinung nach, ihr solltet die Jungtiere einzeln halten. Wenn die einzeln sitzen, alleine sitzen, machen die wirklich keine Probleme, gehen gut ans Fressen, fressen lebend wie tot. Aber ich glaube, wichtig dabei ist, wie gesagt, dass sie einzeln sitzen. Wenn ihr da 2, 3 in ein Terrarium macht, werdet ihr merken, habt ihr immer 1, 2 dabei, die schlecht ans Futter gehen. Deswegen haltet sie einzeln. Aufpassen, so eine Babykornatter, wenn ihr ein Terrarium habt mit Schiebescheiben, die sind natürlich so klein und so dünn, die passen schon durch die Schiebescheiben durch. Oder wenn ihr in Kunststoffboxen die zum Beispiel aufzieht, wenn da Luftlöcher natürlich drin sind in der Kunststoffbox, man denkt, ach was, da passt die nicht durch, dann passen sie trotzdem durch die Löcher durch. Also müsst ihr aufpassen, dass die Babys euch nicht abhauen. Wirklich, wenn irgendwo ein Ritz oder ein Loch drin ist, im Zweifelsfall mal ein Gitter davor machen oder irgendwas, dass euch die kleinen Kornatter nicht abhauen. Ansonsten, was ich euch noch zeigen wollte, bei den Jungtieren die Geschlechtsbestimmung ist nicht ganz einfach.
Sondieren bei den Kleinen ist, behaupte ich mal, gar nicht möglich. Da sind sie einfach zu klein, das Risiko, dass ihr sie verletzt, zu groß. Also man kann die nur poppen. Dieses Poppen, wenn man es kann, geht es wirklich gut und einfach. Das Poppen ist ja so das Herausmassieren der Penisse. Also hier ist ein Männchen, ich weiß nicht, wie gut wir es auf die Kamera drauf kriegen. Das, was wir hier sehen, ist also von oben gesehen der rechte Penis. Der linke sieht man vielleicht so ein wenig die Spitze, aber das hier zwischen meinen Fingernägeln ist der rechte Penis. Demzufolge ist ein Männchen. Dieses Poppen oder Herausmassieren, das muss man wirklich können. Also das ist, wenn ihr jetzt eine kleine Corner oder ein Baby habt und sagt, ach, das geht ja einfach, da drücke ich mal ein wenig rum, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Also entweder werdet ihr denken, ach, ich habe bestimmt ein Weibchen, aber höchstwahrscheinlich ist es so, dass ihr es nicht könnt. Ja. Man muss es einfach regelmäßig üben, regelmäßig machen, unter Anleitung von jemand, der das kann, erfahrener Terrarianer, oder gibt auch Tierärzte, die das können. Wobei es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, ne? Wenn ihr Einsteiger seid, werdet ihr das Tier von einem erfahrenen Terrarianer oder Züchter oder Händler kaufen, und der wird euch das Geschlecht mitteilen können, und dann wisst ihr das, dann müsst ihr gar nicht selber daran rumspielen. Bei den adulten Kornadern ist die Geschlechtsbestimmung einfacher. Was meiner Meinung nach am besten geht, ist das Fühlen. Ne? Bei einem adulten Männchen, ich habe jetzt hier ein Männchen, kann ich, wenn ich so schwanzabwärts streiche, fühle ich die Penisenden. Ne? Das habe ich auch schon mal, es gibt Folgen drüber, Geschlechtsbestimmung bei Schlangen, da habe ich das schon mal gezeigt. Eben man fährt so schwanzabwärts und spürt dann die zwei Hemipenisenden unter den Fingern. Da tun sich trotzdem einige relativ schwer, beziehungsweise wenn man keinen Vergleich hat, ist es vielleicht auch ein bisschen schwer. Ne? Ihr habt eine einzelne Kornader zu Hause und fühlt da und merkt, dass ihr nichts fühlt. Ist jetzt die Frage, ist es ein Weibchen oder habt ihr einfach nur nichts gefühlt? Die Eileen hilft mir mal hier kurz. Ich wollte es euch auch mal den optischen Unterschied noch zeigen. Also ich habe ein Männchen in der Hand, die Eileen hat ein Weibchen in der Hand. Wenn ihr mal schaut von der Größe, oder wir zeigen es euch hinterher, das Tier von der Eileen ist deutlich größer, und trotzdem hat meiner, jetzt sind die Kloaken sind so nebeneinander, ne? Meiner hat hier so dieses Abwehrsekret hier gerade abgegeben, das Weiße, was ihr seht, ne? Das ist so dieses stinkende Abwehrsekret. Also mein Tier, obwohl kleiner, hat ein minimal längeres Schwänzchen. Und was auch markant ist, beim Männchen läuft der Schwanz relativ parallel zueinander nach hinten. Ne? Also er verjüngt sich nicht so stark wie beim Weibchen. Ne? Wenn man jetzt beim Weibchen guckt, beim Weibchen läuft es eher so ein wenig konisch zusammen, die Schwanzwurzel. Du mal gleich ein wenig drehen Richtung Kamera, genau. Und beim Männchen geht es relativ lang, breit nebeneinander her. Ne? Also man kann sich, wenn ihr es euch vorstellt, hier drin laufen ja die zwei Penisse nebeneinander, und damit die überhaupt Platz haben, muss der Schwanz circa 15 Schuppen weit so parallel breit nebeneinander herlaufen. Ne? Jetzt gucken wir gerade noch mal die Tiere, zeigen wir sie gerade noch mal komplett. Also wenn ihr mal schaut, mein Männchen ist schon eine kleine Ticke kleiner wie das Weibchen von der Eileen, und wie gesagt hat trotzdem einen gleich langen bzw. sogar einen Ticken längeren Schwanz. Ne? Das könnt ihr auch als Unterscheidungsmerkmal nehmen. Wenn ihr das mit dem Poppen und mit dem Fühlen nicht so gut könnt, könnt ihr auch die Schwanzlängen vergleichen, beziehungsweise eben wie gesagt, ob der Schwanz konisch zusammenläuft oder ob er eher parallel läuft. Wie versprochen, noch ein paar Farben am Schluss, die ich relativ hot finde. Das hier ist Blattred Peizeit. Blattred Peizeit ist jetzt nichts Neues. Ne? Da wird der eine oder andere von euch sagen, oh, jetzt kommt er mit so einem alten Hut daher. Tatsächlich gibt es schon, ich glaube, Jahrzehnte, zumindest über 10 Jahre. Aber trotzdem, so Blattred ist immer, also weiße Stellen in der Schlange, das ist immer was, wo uns Terrarianern gefällt. Und die ist so
relativ schön High White, ne? Also gibt es ja verschiedene Abstufungen. Bei manchen sieht man so gut wie gar kein Weiß drin. Die hat jetzt, oder die würde man jetzt auf jeden Fall als High White bezeichnen, ne? Wenn sie rechts und links doch recht viel Weiß drin hat. Gefällt mir wirklich gut immer die Blood Red Pied Sides. Dann haben wir hier als nächstes, das ist Tessera, ist seit einigen Jahren eine sehr beliebte Farbe. Ne? Tessera sind so im Zickzack längs gestreifte Tiere. Das hier ist jetzt aneretristische Tessera. Ne? Aneretristisch heißt, dass keine roten und gelben Pigmente hat. Also Aneritessera ist das hier. Also von der Tessera gibt es mittlerweile sämtliche, also Tessera würde ich jetzt eher als Zeichnungsvariante bezeichnen, wo das Muster einfach verändert ist. Und in diese Zeichnungsvariante bringt man verschiedene Farbvarianten rein, wie jetzt hier das aneretristische bzw. schwarze. Da haben wir nochmal Tessera, allerdings dann als Lavender Tessera Striped. Ne, da hat man in das Tessera noch das Stripe mit reingemacht. Dadurch löst sich diese Tessera-Zeichnung völlig auf und das Lavender gibt noch diese schöne Lavenderfarbe, gefällt mir auch recht gut und da muss man eigentlich auch einige Generationen und Jahre, wenn nicht gar, wenn man es zurückverfolgen würde, wahrscheinlich runde, vielleicht bis an die 10 Jahre muss man da züchten, bis man so eine bis man eine Lavender Tessera Striped gezüchtet hat. Bleiben wir bei den aneretristischen Tieren. Aneretristisch heißt ja, es fehlen die Erythrophoren. Die Erythrophoren sind eigentlich die roten Farbpigmente, die normal in der Kornader drin sind. Aneretristisch, umgangssprachlich sagt man eigentlich immer Black. In dem Fall ist es aber nicht die klassische Aneri, die wir seit Jahrzehnten haben in der Terroristik, sondern es gibt eine neue Form des Aneretrismus, nennt sich Cinder. Ne? Diese Cinder sind auch von der Optik ein bisschen anders, gehen so ein wenig eher in das Gräuliche rein, aber wirklich eine tolle rezessive Farbvariante, jetzt auch schon einige Jahre alt, aber hat sich jetzt die letzten Jahre etabliert und wird mit diversen anderen Sachen jetzt verpaart oder mit anderen Farben natürlich gemischt, verpaart. Gefällt mir gut. Ich bin echt ein Fan von den Cindern. Da kommen wirklich wunderhübsche Sachen raus. Die teuerste und somit wohl auch begehrteste Kornatter der letzten 5 bis 10 Jahre, eher 5, sind die Palmetto Corns. Ne? Palmetto in der Ursprungsfarbe ist ein weißes Tier mit schwarzen und roten Flecken drauf, so wie ihr es hier seht als Jungtier. Das entwickelt sich so weiter. Ne? Die Flecken kommen als adultes Tier noch ein wenig deutlicher zum Vorschein. Alle Palmettos gehen auf ein Tier zurück, das in der Natur gefunden wurde, mit dem er weitergezüchtet hat. Wenn das so oder die Gerüchte so stimmen, gab es insgesamt 2 Palmettos. Eine war jahrelang wohl an der Schule irgendwo als Ausstellungs- oder als Maskottchen gehalten worden, hat man nie damit gezüchtet. Irgendwann hat man mal gemerkt, ja, was ist das für eine tolle Farbe, wollte man damit züchten, ist das Tier aber dann gestorben, bevor man es verpaaren konnte. Aber glücklicherweise ist dann nochmal eine Palmetto auch in der näheren Umgebung gefunden worden in der Natur. Und die Nachzuchten, die man hat, sind wohl auf dieses zweite Palmetto-Tier zurückzuführen. Bissle ein Problem oder ein markanter Punkt an den Palmettos sind gleich wegen die Augen. Die neigen dazu, sogenannte Buckeyes zu haben. Buckeyes heißt, dass die Augen ein bisschen stärker aus dem Kopf hervortreten. Ich kann es euch mal hier noch zeigen. Das ist eine Albino Palmetto. Da ist das Problem fast ein bisschen verstärkt. Wenn wir jetzt mal hier diese Seite anschauen, die rechte Seite ist relativ normal,
und die linke Seite hat sie so ein sogenanntes Buckeye. Ne? Also die haben einfach ein wenig so Glubschaugen. Probiert man natürlich in der Zucht zu minimieren, aber wie gesagt, die Palmettos neigen dazu. Interessanterweise sind es, glaube ich, die Männchen, die noch mehr dazu neigen wie die Weibchen. Eigentlich auch komische Sache, aber scheint wohl echt eine Tendenz dazu zu geben. Ja, das trübt das trübt ein bisschen den Spaß an der Palmetto-Zucht. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, sind die Palmettos im Moment das, was am teuersten, am höchsten gehandelt wird und wo man halt probiert, alle möglichen Farben. Wie gesagt, das zweite war jetzt Albino, das erste Palmetto als Ursprungsfarbe, probiert man andere Farben mit reinzuzüchten. Was haben wir vergessen über die Kornatter zu sagen? Ich weiß es nicht. Dürft ihr mich gerne mehr oder weniger daran erinnern, schreibt es in die Kommentare rein, beziehungsweise ich bin auch mal auf eure Kommentare betreffs den Buckeyes gespannt. Soll man sowas züchten oder nicht? Ist das schon irgendwie was, wo man züchterisch dann sagen soll, nee, lasse ich die Finger davon, weil wenn die Augen so ein bisschen so leicht hervorgequollen aussehen, will man nicht. Man kennt es ja von anderen Tieren, Säugetierbereich oder bei den Hunden, was weiß ich, dass die Augen so gleich diesen glubschigen Eindruck machen. Darf man das, soll man das? Wie gesagt, auf eure Kommentare gespannt. Abonniert unseren Channel, dann könnt ihr am besten mitreden und könnt ihr das Ganze verfolgen. Und ansonsten wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Das, was ich hier so oder was ihr hier so seht, das ist so die klassische einschlägige Kornatter-Literatur vom Wolfgang Schmidt, Glas und Bohle hier in der Mitte. Und das da drüben ist vom Kunz, ne, wenn ich es recht im Kopf habe, wie heißt er? Rolf Kreuz, nicht Kunz. Ja, Entschuldigung, Rolf Kreuz, du heißt Kreuz, nicht Kunz. Sind alles 3 gute Bücher, kann ich euch empfehlen. Da könnt ihr noch einiges mehr nachlesen, wie das, was ich euch erzählt habe. Ansonsten bleibt mir treu und check the corns.